Die zugewiesene Zeit für den alten Schäferhund Mukhtar neigte sich dem Ende zu. Er hatte hart gearbeitet an dem großen, schönen und starken Hund und ihn in eine alte Ruine verwandelt. Der Hund bewegte sich mühsam auf dem Hof seines Besitzers und schaute nachdenklich in die Ferne mit seinen schielenden Augen. Was Mukhtar dort sah, blieb ein Rätsel. Aber der Hund konnte stundenlang dorthin schauen, als würde er etwas sehr Wichtiges hinter dem Horizont sehen, etwas, das lange vergessen war und an das er plötzlich erinnerte, was seine gesamte Hundeseele aufwühlte. Der Frühling weckte mit seinem warmen Atem allmählich die Natur aus dem kalten Winterschlaf, schenkte ihr neue Lebenskräfte und nahm sie langsam, Tropfen für Tropfen, von dem alten Hund. Mukhtar ging es schlecht, während er auf der Veranda döste. Er fühlte, dass dieser Frühling der letzte in seinem Leben war. Er war traurig, nicht weil sein Körper von Schmerzen gequält wurde, weil die Kräfte ihn verließen und die letzte Stunde näher rückte. Nein, das war nicht das, was den alten Hund beunruhigte. Mukhtar konnte sich nicht mit der Unvermeidlichkeit des Abschieds von seinem geliebten und einzigen Besitzer abfinden. Tag für Tag sah der Besitzer das Leiden seines alten Freundes und, da er ihm nicht helfen konnte, beschloss er, alles auf einmal zu beenden und den Hund von seinen schweren Qualen zu befreien. Am Abend wurde Mukhtar reichlich und schmackhaft gefüttert, und der Besitzer saß lange mit ihm auf der Veranda. Umarmend sprach er sanfte Worte zu dem Hund, während er den ergrauten Kopf seines treuen Freundes streichelte und viel rauchte. Beide schauten auf den Fluss, der vom Eis befreit war, mit an einigen Stellen treibendem feinem Schaum, der im Sonnenuntergang schimmerte, im letzten Licht der Sonne. Am Morgen führte der Besitzer Mukhtar zum Fluss. Am Ufer stand ihr Boot, in dem anstelle der üblichen Angelgeräte ein Stock und ein starker Seil mit einer Schlaufe an einem Ende und einem großen schweren Stein am anderen Ende lagen. Der alte Hund schaute fragend zu seinem Besitzer, versuchte ihm in die Augen zu sehen, aber der Mensch wandte den Blick ab. Vorwärts, kommandierte er leise, ohne seinen Freund anzusehen. Etwas Unverständliches, Grausames und sehr Scharfes stach in Mukhtars Herz und durchbohrte ihn mit unerträglichem Schmerz. Plötzlich wollte er laut heulen, um diesen Schmerz zu vertreiben, um sich von ihm zu befreien, aber dem Befehl seines Besitzers konnte der Hund nicht widersprechen. Er sprang nicht ins Boot, wie er es früher getan hatte, sondern ging gehorsam hinein, wobei er vorsichtig seine alten Pfoten mit den geschwollenen Gelenken bewegte. Der Besitzer ruderte kräftig mit den Riemen und führte das Boot zur Mitte des Flusses, wo die tiefsten Stellen waren. Schließlich legte er die Ruder nieder, legte Mukhtar die Schlaufe um den Hals, beugte sich vor und umarmte den alten Hund fest. »Entschuldige«, flüsterte er ins empfindliche Hundeohr. Mukhtar, verwirrt, sah seinen Besitzer treu an, während ihn ein nervöses Zittern ergriff. Der Besitzer nahm den Stock und warf ihn mit Schwung ins Wasser. »Bring ihn zurück, Mukhtar, bring ihn zurück.« Das war der liebste Befehl des einst jungen und starken Schäferhundes, der stundenlang den Stock aus dem Wasser holen konnte und ihn freudig und stolz seinem Besitzer übergab. Aber jetzt, etwas Unbekanntes und Unheilvolles lag in den Augen des Besitzers. Zum ersten Mal in seinem Leben spürte Mukhtar für einige Bruchteile einer Sekunde Angst. Zum letzten Mal sah der Hund seinem geliebten Besitzer treu ins Gesicht, sprang ins Wasser und schwamm schwerfällig auf sein Ziel zu. Der Besitzer hob den Stein und warf ihn mit einem Geräusch über Bord. Das Boot kippte durch die unvorsichtige Bewegung des Gewichts und kippte um. Mensch und Hund fanden sich im eiskalten Wasser wieder. Mukhtars Besitzer, in sofort durchnässerter schwerer Kleidung, versuchte zum Ufer zu schwimmen, wurde aber von der Strömung in einen Wasserstrudel gezogen, seine Beine wurden von Krämpfen fest zusammengezogen. Das Wasser mit dem weißen Schaum schloss sich über seinem Kopf. Der schwere Stein zog Mukhtar zum Grund, aber der Hund konnte sehen, wie das Boot umkippte und sein geliebter Besitzer ertrank. Dem verzweifelt kämpfenden Hund gelang es auf wundersame Weise, sich aus der Schlaufe zu befreien. Als er an die Oberfläche auftauchte, tauchte der treue Mukhtar, alle seine Kräfte sammelnd, nach seinem Besitzer. Schließlich gelang es ihm, den unglaublich schweren Besitzer aus dem Strudel zu ziehen. Ausgelaugt schwamm der alte kranke Hund zum Ufer und rettete das Leben des teuersten Menschen. Sie lagen lange am Ufer, der Mensch und sein Hund. Der Besitzer erwachte und, als er den fast leblosen, völlig erschöpften Mukhtar sah, brach er in lautes Weinen aus, wie nie zuvor in seinem Leben. Er trug ihn nach Hause in seinen tauben Händen, fest an sich gedrückt, während er mit ungehorsamen Beinen schritt und die eisige Kälte der nassen Kleidung nicht spürte.
Kommen, bringen, schrien die Gedanken in seinem Kopf. Mukhtar, in eine warme Decke gewickelt, erwachte nach einem Tag nicht in seiner Hundehütte, sondern in einem Raum, wo es ruhig und warm war. Wahrscheinlich bin ich im Paradies, dachte der alte Hund. Über ihm beugte sich der Besitzer mit einer Schüssel warmen Milch, in die große Tränen aus seinen Augen plätscherten. Mukhtar, mein Lieber, wir werden noch kämpfen, wir werden noch kämpfen. Sie waren zusammen in Freude und Leid genauso lange, wie es jedem von oben zugestanden wurde. Eines Tages, an einem warmen sonnigen Tag, ging Mukhtar fort. Er ging glücklich fort: Kümmert euch um eure treuen und loyalen Alten, sie brauchen es so sehr. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.